Herzlich willkommen zu den Future Sachsen News, unserem Format, um Innovationen in Sachsen noch besser sichtbar zu machen. Wir möchten, dass ihr von den Erfahrungen der anderen profitiert. Viel Spaß dabei! Der Technologiegründerfonds Sachsen hat erfolgreich in ein sächsisches Unternehmen investiert. Um darüber zu sprechen, habe ich heute hier Martin Liebsch von TGFS sowie Richard Wetzel und Dejan Husmann von Denovo Matrix. Hallo. Hallo. Dejan, erzähl doch erstmal, was steckt eigentlich hinter Denovo Matrix? Ja, wir sind, wie gesagt, Denovo Matrix. Wir sind eine Life Science Startup aus der TU Dresden. Wir herstellen und entwickeln Beschichtungen bzw. Biomaterialien für Zellkultur, also hauptsächlich für Forschung, aber zukünftige auch für Zelltherapien zu ermöglichen. Wir sind damals entstanden von einem Exist-Forschungstransferprojekt seit 2016 und seitdem haben wir jetzt unseren Proof of Concept entwickelt und jetzt sind wir so glücklich, dass wir auch Investoren an Bord geholt haben. Vielen Dank. Martin, erzähl doch mal, wie ist der initiale Kontakt zu Denovo Matrix entstanden? Klar, sehr gern. Also wir haben das Startup erstmalig kennengelernt vor 2 Jahren, 2016, im Rahmen eines Businessplan-Wettbewerbes der TU Dresden. Und schon damals hat das Team und auch das Geschäftsmodell ein gewisses Interesse bei uns geweckt, sodass wir also Herrn Husmann dann mehrmals zu Gesprächen eingeladen haben zum Technologie-Gründerfonds. Und ich glaube, es war letztes Jahr bei der Future Sachs Innovationskonferenz in Dresden-Hellerau, wo Herr Husmann dann sagte, wir haben in 12 Monaten ungefähr den Spin-off geplant von der TU Dresden und damit einhergehend mit dem ganzen Technologietransfer, Unternehmensgründung, Personalaufbau ist natürlich ein sehr, sehr großer Kapitalbedarf. Und dann kommen wir als Investor natürlich automatisch mit ins Spiel. Das Schöne an dem Projekt, wir hatten eine sehr, sehr große Vorlaufzeit, um das Team kennenzulernen und auch um die Due Diligence langfristig zu planen. Und wir konnten die gesamte Finanzierungsstruktur auch sehr gut an die Unternehmensplanung anpassen. Also da hatten wir wirklich eine sehr, sehr lange und gute Vorlaufzeit. Wunderbar. Noch ein weiterer Investor, der eingestiegen ist der Hightech Gründerfonds. Wie ist der Kontakt seitens der Gründer denn da zustande gekommen? Genau, wir haben damals die Hightech F zum ersten Mal getroffen an die Konferenz Bio Europe. Das war Anfang 2018 und von daher ist dann der Kontakt zu der Herr Dr. Fabian Mohr entstanden, unseren jetzigen Investment Manager bei Hightech Gründerfonds. Sehr gut. Als Investor achtet man natürlich auch mal, was ist das Team, was steckt dahinter. Was hat Denovo Matrix für den Technologiegründerfonds Sachsen besonders interessant gemacht? Ja, ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Themen und sehr, sehr wichtige Punkte. Also für mich sind da 3 eigentlich maßgeblich. Also Nummer 1 ist das Team um Dejan Husmann, um Herrn Wetzel und um Herrn Woiwod. Das sind die operativ tätigen Gesellschafter. Die haben wir jetzt über 2 Jahre quasi kennengelernt. Es ist eine sehr vertrauensvolle Beziehung da entstanden, auch im Rahmen der letzten Vertragsverhandlungen und eine gewisse Vertrauensbasis, die so ein Investment auch dann überhaupt erst möglich macht. Das zweite wichtige Thema neben dem Team ist natürlich ganz klar das Geschäftsmodell. Und gerade die Biomaterialien von Denovo Matrix, die sind sehr, sehr komplex und haben einen sehr, sehr großen Innovationsvorsprung. Und das macht es natürlich für einen Venture Capitalist oder für einen Kapitalgeber sehr, sehr interessant, da zu investieren. Und der dritte wichtige Punkt sind die Gründungsgesellschafter. Neben den operativ tätigen Gesellschaftern ist ja, wie schon bereits angedeutet, der Hightech Gründerfonds aus Bonn mit an Bord. Es ist mit dabei die TUDAG AG aus Dresden und der renommierte Professor, der Professor Zang. Und man hat schon in den letzten Gesellschafterversammlungen gemerkt, dass die einen sehr, sehr kompetenten und hohen fachlichen Input mitliefern, um das Startup klar im weiteren Wachstum zu begleiten. Und bisher macht es an dieser Stelle sehr, sehr viel Freude. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem vielversprechenden Cap-Table auch. Ja. Jetzt natürlich nochmal die Frage an die Gründer. So eine Beteiligungsverhandlung ist ja immer ein schwieriger und langwieriger Prozess auch. Was habt ihr in dieser Zeit vor allem gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass es vor allem vorteilhaft ist, wenn man schon erste Kunden mitbringen kann, wenn man zumindest Absichtserklärungen hat, wenn man mit der Technologie so weit wie möglich vorangekommen ist. Das macht die Verhandlungen immer einfacher, die Gespräche auch greifbarer. Es ist wichtig, dass man genug Zeit mitbringt, dass man also formlos auch mal sprechen kann, bevor es konkret wird. Und auch für die eigentlichen Vertragsgespräche sollten alle Themen immer auf den Tisch kommen. Dazu muss man die Verträge gelesen haben. Und dafür braucht man schon Zeit. Also plant euch ruhig 3 Monate ein für die Diskussion der Verträge und dann nochmal 3 Monate, um alles sauber unter Dach und Fach zu bringen. Dann
ist es auch nicht ganz so unter Druck gegossen, sage ich mal so. Ja, ein Thema, was auf jeden Fall nicht unterschätzt werden darf. Genau. Zuletzt natürlich nochmal die Frage nach der Zukunft. Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Steps für die Novomatrix? Ja, ganz spannend und auch wichtig ist natürlich, dass wir unser Produkt auf den Markt bringen. Wir haben dazu einen Partner in der Industrie, die Plastikverbrauchsmaterialien herstellen. Und wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck dran, mit diesem potenziellen Partner einen Vertrag abzuschließen, der die Produktion als auch den Vertrieb in Europa und dann auch in den wichtigsten Industriestaaten für uns mit begleitet. Und dort liegt zurzeit unser voller Fokus drauf. Genau. Nur zum Ergänzen dieses Kommentar ist, dass wir schon unser erstes Produkt auf dem Markt haben. Also wir nennen das Screen Matrix und das gibt es seit Mai dieses Jahres auf dem Markt und damit möchten wir dann neue Kunden anbinden, so ein Neugier wecken und wir sind sehr froh, dass es ja schon auf dem Markt ist und natürlich dann der nächste Schritt mit die großen Distributoren. Super. Vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen. Was ich nochmal interessant finden würde, gab es so im Laufe der Verhandlungen so einen kleinen Fun-Fact, den jetzt auch die Gründer noch ein bisschen mitnehmen könnten? Also jetzt nicht so direkt im Laufe der Verhandlungen, aber die Novomatrix, die werden jetzt aus den alten B-Cube-Räumen ausziehen und neu ins Bio-Innovationszentrum in Dresden auf den Tatzberg ziehen. Und da ich als Investmentmanager privat selbst mit im gleichen Stadtteil wohne, kann ich dann abends perfekt nachvollziehen, wie mit unserem Kapital gearbeitet wird und wie lange dort das Licht brennt. Also wir werden da im Reporting sehr, sehr genau hinschauen und das betreuen. Aber das bietet natürlich auch Vorteile für die Gründer, oder? Ja, das kommt uns entgegen. Wir müssen nicht erst Skype anmachen, wir können gleich an der Fensterscheibe abends telefonieren, falls wir nochmal eine Nachfinanzierung bekommen. Ja, also dann die Nachfinanzierung direkt vom Sofa. Genau. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und ja, viel Erfolg für die nächsten Schritte und auch für den TGFS. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ja.